Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es um Konstruktoren und die heißen so in anderen Sprachen. In Kotlin ist es eigentlich eine Formalitätssache. In Kotlin hat man nicht wirklich einen Konstruktor, denn es ist alles so intuitiv geregelt, dass man es nicht mal mehr wirklich braucht. In anderen Sprachen ist das komplizierter. Wir machen natürlich nur die Kotlin-Variante, und zwar die schöne, einfache. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. In einem Konstruktor könnt ihr direkt bei der Erstellung der Klasse Variablen an eure Maus mitliefern. Das bedeutet, ihr könnt euch diese 2 Zeilen Code ersparen und einfach hier direkt im Aufruf der Maus sagen, okay, mein Name, oder was heißt mein Name, aber der Name der Maus soll eben Fridolin sein. Im Endeffekt wie bei dem Aufruf einer Funktion. Und die Geschwindigkeit von Fridolin soll 2,0 Meter pro Sekunde sein. Das heißt, ihr habt euch diese 2 Zeilen Code gespart. So, jetzt müsst ihr natürlich damit noch irgendwie umgehen und das ist eigentlich relativ simpel geregelt, indem ihr hier einfach Klammern hinten dran setzt und dann sagt, okay, wir haben hier einen Namen und wir haben hier die Geschwindigkeit von unserer Maus. Dazu brauchen wir natürlich noch jeweils einen Typ, nämlich einen String. Und eine Geschwindigkeit ist vom Typ Double in unserem Fall. Und jetzt sagen wir hier einfach nicht mehr, hey, wir setzen das auf meine Maus, sondern wir setzen das selbstverständlich auf Name. Und das hier setzen wir selbstverständlich auf das übergebene V. Okay? Genau, und im Endeffekt habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, all das zu machen. Jetzt ist natürlich das Problem, bei Mini wollten wir die Standardwerte lassen. Gut, okay, der Name, den hatten wir einfach noch nicht geändert, weil wir faul waren. Wir können das natürlich auch so machen, ohne dass wir Name ist gleich angeben, aber die Geschwindigkeit von Mini, das ist einfach Standardgeschwindigkeit. Das ist keine schnelle Maus, das ist keine langsame Maus. Das heißt, wir wollen hier auch Standardwerte wieder haben. Und im Endeffekt ist das genau gleich wie bei den Funktionen auch. Ihr könnt hier Standardwerte übergeben, zum Beispiel 1,0. So, das heißt, ihr habt hier die Geschwindigkeit standardmäßig auf 1,0, den Namen muss man immer angeben. Man kann es aber natürlich auch mit Name ist gleich und V ist gleich machen. Man kann auch die Parameter vertauschen, wenn man das macht und so weiter und so fort. Eigentlich nichts Neues mehr. Es ist genau gleich wie bei den ganzen wundervollen Funktionen, die wir schon hatten. Okay? Ja, und damit setzt ihr das im Endeffekt hier als wirkliche Variablen ein und könnt sie so in der Klasse verwenden. Denn wenn ihr sie hier nicht direkt verwendet, dann, werden sie quasi weggeschmissen, okay? Das heißt, diese Variablen, die könnt ihr euch nicht sparen, die müssen wirklich da sein. Das sind wirklich nur die Variablen, die übergeben werden und wenn sie nicht verwendet werden, wie hier zum Beispiel, wenn ich jetzt so mache, dann werden die weggeschmissen. Alles, was hier übergeben wurde, wird dann weggeschmissen, okay? Es ist nicht so, dass ihr danach irgendwie den Namen noch später zur Verfügung hättet. Das heißt, diese 2 Zeilen, die sind wirklich nötig, die muss man machen. Cool, und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann kann ich auch mal hier ganz kurz nochmal von der Mini die Print-Funktion aufrufen. Und wir sehen dann folgendes. Einmal haben wir hier den Fridolin mit 2 Metern pro Sekunde, einmal Fridolin mit 3 Metern pro Sekunde, dann hat er 180 Meter zurückgelegt und dann hat er offensichtlich noch eine weitere Maus gezeugt oder wir haben eine erstellt, wie auch immer, I guess. Und ja, so funktionieren im Endeffekt Konstruktoren. So könnt ihr Parameter direkt an Klassen übergeben. Standardparameter, alles absolut dabei. Cool. Eigentlich eine sehr saubere Sache. Finde ich gut, wie es Kotlin geregelt hat. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.